mir, ich bin Niki und heute werde ich euch meine Stretching-Routine für den Rücken zeigen. Zuerst möchte ich aber noch ein bisschen was dazu sagen, denn für die meisten Rückenelemente ist es nicht nur wichtig, dass der Rücken gedehnt ist, sondern es kommt auch sehr viel darauf an, wie weit man die Schultern öffnen kann und wie gedehnt die Hüfte ist. Das liegt vor allem daran, dass man bei den meisten Rückendehnungen eben mit dem Arm hinter den Kopf greift und dann seinen Fuß greift oder sowas. Und wenn man dann den Arm schon sehr, sehr weit nach hinten bewegen kann, ohne den Rücken einzusetzen, hat man natürlich schon von vornherein eine bessere Ausgangslage. Genauso ist es mit dem Bein. Bei diesen ganzen Sachen, wo man eben das Bein an den Kopf bringen muss, gibt es eben die Option, dass man seinen Rücken zum Bein bewegt oder das Bein zum Rücken bewegt. Man kann eben durch Schulter- und Hüftflexibilität die fehlende Flexibilität im Rücken entweder ausgleichen oder, wenn man eben schon sehr, sehr gedehnt ist im Rücken, diese Dehnung nochmal verstärken und auch den Rücken ein bisschen entlasten. Dann geht es dann auch gleich los. Die ersten Übungen werden immer 30 Sekunden lang gehalten. Und wenn wir dann zu den Rückenübungen kommen, werde ich euch die Dehnungen, die ich selbst immer mache, nur zeigen. Ihr könnt dann einfach so oft ihr das könnt wiederholen, aber ich werde euch nicht sagen, wie lange ihr die Dehnungen halten müsst. Für jeden ist es unterschiedlich. Jeder kann unterschiedlich gut atmen, wenn er in einer Rückendehnung ist und muss unterschiedlich lange Pause machen dazwischen und es ist auch wichtig, Pause zu machen. Ja, deswegen kann ich euch da jetzt eigentlich keine wirklichen Angaben geben, das müsst ihr für euch selbst wissen, aber ich kann euch die Übungen zeigen. Das war auch schon das, was ich zu sagen hatte. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Bei der ersten Übung solltet ihr den Bauch festmachen und die Schultern nach unten drücken. Achtet darauf, wirklich nur die Schultern und nicht den Rücken zu dehnen. Hier sollte bei der Ausgangsposition die Dehnung nur leicht sein, sodass ihr durch Wippen und Runterrutschen die Dehnung noch verstärken könnt. Für die nächste Übung sollten sich die Fingerspitzen berühren und ihr rutscht dann einfach in der Zeit so weit wie möglich von den Händen weg. Bei dieser Dehnung könnt ihr mit dem gestreckten Arm noch dagegen drücken. Jetzt könnt ihr mit den Armen einfach noch an der Seite ein bisschen schwingen und die Schultern lockern. Jetzt kommen auch schon die Stretches für den Hüftbeuger. Streckt dabei das hintere Bein so gut wie möglich und drückt die Hüfte zum Boden. Achtet darauf, die Dehnung wirklich zu spüren. Jetzt greift ihr euren Fuß und schiebt die Hüfte nach vorne.
Als nächstes kniet ihr auf einem Bein und legt euren Rücken ab. Um die Dehnung dann noch zu verstärken, könnt ihr euer anderes Bein angewinkelt auf der Seite ablegen. Jetzt kniet ihr wieder auf einem Bein und greift euren Fuß. Schiebt die Hüfte nach vorne. Jetzt kommen wir auch schon zu den Übungen für den Rücken. Davor mache ich immer ein paar kleine Aufwärmübungen, da ich das Gefühl habe, dass der Rücken im normalen Warm-up nicht so richtig warm wird. Für die erste Übung stützt ihr euch mit den Händen ab und schiebt euren Rücken nach hinten. Arbeitet dabei aus der Rückenmuskulatur. Das gleiche macht ihr dann auch ohne Hände. Macht es einfach so lange, bis ihr euch aufgewärmt und bereit fühlt. Bei der ersten Dehnung stützt ihr euch wieder mit den Händen ab und schiebt euch mit den Armen nach hinten. Lasst dabei die Schultern tief. Als nächstes machen wir eine enge Brücke, das heißt, Hände und Füße sind nah aneinander. Schiebt euch mit der Hüfte und mit den Schultern nach oben. Jetzt eine gestreckte Brücke. Dabei habt ihr Hände und Füße weiter voneinander entfernt und versucht dann einfach die Beine durchzustrecken. Die nächste Variation ist eine Brücke im Unterarmstütz. Versucht auch hierbei, die Schultern zu öffnen. Die nächste Position ist etwas fortgeschrittener. Macht eine normale Brücke und versucht euch dann hinzusetzen. Ich persönlich muss dabei immer meine Arme ein kleines bisschen rausdrehen, weil meine Schultern nicht ganz so flexibel sind. Diese Dehnübung finde ich richtig gut, um den Skorpion zu üben, da es fast die gleiche Position ist, nur im Sitzen. Und am Ende immer schön ausrollen.
Das war's auch schon in meinem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und euch ein bisschen was zeigen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so gerne sehen würdet. Lasst mir gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal.